Herzlich willkommen zu «Anlegen mit Weitblick» im September mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, heute fokussieren wir uns auf die USA. Ihr habt sicher auch ganz viel in den Medien gelesen, allem voran das Thema der US-Präsidentschaftswahlen. Darum, Philipp, die erste Frage. Inwiefern haben die Wahlen überhaupt einen Einfluss auf die Aktienmärkte? Ja, vor allem die kurzfristig die Volatilität an den Aktienmärkten, vor allem den US-Aktienmärkten, erhöhen. Also es gibt mehr Schwankungen. Wenn man es auf lange Frist anschaut, ist eigentlich nicht entscheidend gewesen, ob die Republikaner oder die Demokraten an der Macht waren. Es hat keine signifikante Überperformance beim einen oder beim anderen gegeben. Gerade jetzt aktuell, wenn man anschaut, unter dem Biden sind die US-Aktienmärkte 65% gestiegen und unter dem vormaligen Präsident Trump nur in Anführungs- und Schlusszeichen 55%. Dann kommen wir noch zu unserer aktuellen Positionierung. Zum Starten, was wären hier die wichtigsten Punkte, die du herausheben willst? Ja, wir haben diesen Monat keine Veränderungen vorgenommen. Das heisst, wir sind immer noch zufrieden, so wie wir sind. Wir sind eigentlich in allen Anlageklassen im Moment neutral positioniert, aber ganz so langweilig ist es auch nicht. Und für das tun wir doch mal schnell auf dieser Grafik die Aktien aufklappen auf die verschiedenen Wirtschaftsräume. Und da sehen wir, dass wir in den USA in einem starken Untergewicht sind, das weil wir glauben, dass sich die US-Wirtschaft jetzt nach einer langen Zeit, wo sie sich gut gehalten hat, jetzt doch langsam in Abschwung hinein wird kommen. In Europa sind wir nach wie vor negativ, läuft gar nicht gut, vor allem in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir das kompensiert mit höheren Anteilen in der Schweiz, dass sehr viel Substanz drin ist. Wir haben einen höheren Anteil an Value-Titeln, also dort Substanzwerte, die wir dazu gekauft haben. Und dann sind wir auch noch positiv für Schwellenländer, das, weil es dort gut läuft, allen voran Indien und Indonesien. Jetzt, du hast es gesagt, in den USA sind wir schon länger untergewichtet. Was spricht aus deiner Sicht jetzt dafür, dass der Abschwung langsam aber sicher vor der Tür steht? Ja, für das habe ich auch wieder eine Grafik gebracht. Man sieht hier drinnen einfach vor allem, dass sich die Anzeichen häufen, dass der Abschwung wird kommen. Ganz sicher, wenn er kommt, im Zeitpunkt kann man sich nie sein, aber zumindest die sich die Anzeichen häufen. Und, das erste ist die Konsumentenstimmung. Die hat sich, wie man hier gut drauf sehen, in den letzten Monaten stark verschlechtert. Der Konsument ist sehr wichtig in den USA. Der hält sozusagen die Wirtschaft am Leben mit seinem grossen Konsum, den er tätigt. Auf der anderen Seite sehen wir die neu geschaffenen Stellen und auch dort oder eine Verschlechterung in den letzten Monaten. Wenn das Ende letzten Jahr noch fast immer 200'000 und mehr Stellen waren, dann sind wir jetzt unter 100'000 Stellen angelangt. Und das ist ein ganz wichtiger Indikator für die USA, wird sehr stark angeschaut und bedeutet natürlich auch, dass die Arbeitslosigkeit zunimmt. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, das den Abschwung jetzt noch bremsen könnte? Ja, das FED, wie auch alle anderen Nationalbanken, denkt die Hauptaufgabe, Preisstabilität zu wahren. Aber wenn wir schauen, die Inflation in den USA ist auch stark zurückgekommen, jetzt sogar auf 2,5% zurückgefallen. Also kann sie sich eigentlich der sekundären Aufgabe widmen. Und das ist eigentlich das Wirtschaftswachstum am Leben zu behalten. Und, wie macht sie das? Das ist vor allem mit Zinssenkungen. Oder dann kann die Wirtschaft günstiger Geld aufnehmen, der Konsument auch, kann Kredite aufnehmen, mehr konsumieren und mit dem wird die Wirtschaft angekurbelt. Und auch noch der Dollar geschwächt. Und jetzt, wenn wir die Grafik hier anschauen, dann sehen wir, dass die Märkte davon ausgehen, dass hier sehr viele Zinssenkungen, also eigentlich 6 Zinsschritte bis Ende Jahr werden folgen. Der von Mittwoch ist hier noch nicht drin, also insgesamt 6 Zinssenkungen, die man erwartet. Also sehr grosse Schritte oder grosse Schritte, die geplant sind. Also, der Markt geht davon aus, dass das FED alles unternimmt, damit die Wirtschaft am Leben behalten wird, beziehungsweise dass der Abschwung weniger stark wird, als man erwartet. Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage von Roger aus dem Kanton Luzern für dich mit dabei. Er möchte mit dem Anlegen starten und fragt dich jetzt, was eigentlich sinnvoller ist, alles am Anfang investieren oder lieber gestaffelt über einen längeren Zeitraum? Ja, ganz so einfach ist die Frage nicht zu beantworten, wie man vielleicht würde erwarten. Für das habe ich eine Grafik mitgebracht, dass das regelmäßige oder monatliche Investieren vor allem das Risiko reduzieren. Wie wir auf dieser Grafik sehen, wir haben hier drauf
entweder einmalig oder eben monatlich investiert. Einmalig ist blau, gelb ist monatlich. Hat das angeschaut auf verschiedene Zeitdauern, 1, 3 und 10 Jahre. Und ja, da sieht man eindeutig, es hat viel weniger Perioden, wo man eigentlich eine negative Performance erreichen. Bei 10 Jahren hat es das im untersuchten Zeitpunkt in der Schweiz eigentlich gar noch nie gegeben. Also man nimmt das Risiko raus. Jetzt, warum ist es nicht so einfach? Jetzt auf der anderen Seite, wenn man einmalig 10 Jahre investiert, hat man eben 10 Jahre Anlagedauer. Wenn man das aber regelmässig macht, hat man zwar in der ersten Tranche 10 Jahre, mit der letzten aber nur einen Monat. Also im Durchschnitt tut man nur 5 Jahre investieren. Wir verzichten also eigentlich auf 5 Jahre Performance im Durchschnitt. Und eigentlich die Anlagedauer ist entscheidender als der Einstiegszeitpunkt. Also von dem her, ganz so einfach ist es nicht. Wenn man jetzt, oft stellt sich aber die Frage auch gar nicht, mit der Sparquote, dann ist regelmässig investieren nicht das Beste. Und wenn man einen grossen Betrag hat, zum Beispiel aus einer Erbschaft, dann würde ich empfehlen, man kann schon, oder man sollte vielleicht sogar gestaffelt, aber das vielleicht nur auf 1, 2 Jahre machen. Nicht, dass man eigentlich den langen Horizont aus dem Auge verliert. Merci vielmals für deine Antworten, Philipp. Auch ihr dürft selbstverständlich immer Fragen einreichen. Die E-Mail-Adresse seht ihr aktuell eingeblendet. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.